Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir jetzt diesmal machen werden, ist, ich möchte euch ein bisschen was über Ressourcen erklären. Und zwar haben wir hier dieses Hello World-Dingens. Und, ach ja, noch kurz zu den Einstellungen. Wenn ihr irgendwas an den Einstellungen ändern wollt, dann schaut ihr einfach mal durch, was ihr so für Möglichkeiten habt. Also, Alignment würde ich euch vielleicht empfehlen, also wie es angeordnet ist, einfach hier mit Drag and Drop einfach ein bisschen rumprobieren, wo es am schönsten aussieht oder wo ihr es gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr hier so Sachen wie die Breite oder sowas könnt ihr einfach hier ändern und hier könnt ihr dann sogar ähm, Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit, auch wenn es ein bisschen witzlos wäre, das Ding unsichtbar zu machen. Ähm, aber hier einfach mal durchspielen, also Android gibt euch da halt, oder das Android Studio eigentlich, gibt euch da immer so ein paar Möglichkeiten, was man so hat. Aber ein paar Sachen werde ich auch erklären, die jetzt nicht so, ja, so einfach mitzubekommen sind. Genau, sowas wie Ressourcen eben. Und wenn wir uns das Ganze hier jetzt angucken, dann steht hier Hello World. Aber wenn wir jetzt in der XML-Datei lesen, von diesem Hello World, dann steht hier add string Hello World. Falls es bei euch nicht steht, dann einfach draufklicken, dann steht es da. Oder drüber fahren, dann steht es auch da. Ja, und was das bedeutet ist, also hier steht natürlich nicht add string Hello World, sondern das Ganze wird ausgelagert in eine externe Datei. Und in dieser Datei stehen dann alle Strings drin. Und genau das wollen wir jetzt eben auch machen. Ich erkläre euch auch gleich, warum das sinnvoll ist. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Large Text, damit man ihn gut lesen kann, genau in die Mitte ziehen, dann sehen wir hier, dass als Text Large Text eingetragen ist. Auch hier steht Large Text drin. Und wenn wir hier drüber fahren, dann steht hier diese kleine Glühbirne, die ist auch, ne, hier zu finden. Oder wenn wir hier drüber fahren, auch hier zu finden. Also ihr habt da viele Möglichkeiten oder einfach Alt und Eingabe drücken, beziehungsweise Alt und Enter. Und dann kommt eben genau dieses kleine Ding hier. Hier steht Hardcoded String Large Text should use add string resource. Das bedeutet, ihr solltet einfach euren Text auslagern in diese Datei, wo alle Strings drinstehen. Und wenn wir da draufklicken, dann macht uns das Android Studio eigentlich schon. Das heißt, wir können hier einfach den Namen der Ressource eingeben. Also das muss nicht der Text sein, der da drin steht, sondern einfach irgendein Identifier, mit dem ihr danach wisst, was ihr da gespeichert habt. Also vielleicht in unserem Fall ein large ähm, Textbox Text, damit wir wissen, was wir da gemacht haben. Den Rest könnt ihr einfach so lassen, dann einfach Enter drücken und schon steht hier Rendering Problems. Nein, das ist relativ normal. Das ist einfach ein Fehler von Android Studio aktuell noch. Und hier einfach Add String Large Textbox Text. Wenn wir jetzt hier auf den Text gehen, dann steht genau das hier da. Hier steht wieder der richtige Text, den wir haben wollen. Und ich kriege sogar eine Rechtschreibkorrektur vorgeschlagen. Das ist natürlich nicht unbedingt in meinem Sinn. Ähm, ja, dieser Text ist jetzt gewandert in die Datei strings.xml. Also ihr geht hier einfach auf App, dann Ressourcen, Values und strings.xml. So, und hier stehen tatsächlich alle eure Strings drin, die ihr irgendwo gespeichert habt, hoffentlich, es sei denn, ihr habt sie noch nicht ausgelagert. Und mit diesem add-string tut ihr das dann einfach referenzieren, also add-string slash, falls ihr denselben Text zweimal benutzen wollt, könnt ihr das auch machen, large textbox text. So, und genau diese Strings stehen hier, wie gesagt, alle drin. Und hier könnt ihr sie auch tatsächlich dann nochmal ändern. Also wenn ich jetzt hier ich bin großer Text schreibe, ne, so, und dann wieder auf mein Layout zurückgehe, dann steht hier plötzlich ich bin großer Text. Und das liegt daran, dass wir jetzt hier in der Ressource den String geändert haben. Und hier wird es dann automatisch angepasst, weil wir hier einfach nur die Ressource haben. So, jetzt kann es natürlich vorkommen, weil man normalerweise diese Datei hier nicht offen hat und vielleicht mal hier arbeitet, dass man dann diesen Text ändern möchte. Aber jetzt steht auch hier add string large textbox text. Naja, wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich zwar aus allen auswählen, aber ich kann ihn auch hier unten ändern. So, wenn ich, nee, ich kann ihn nicht ändern, das wollte ich eigentlich sagen. Und wenn ich jetzt eben diesen String ändern möchte, dann muss ich wohl oder übel kurz in diese Textdatei, also in die XML-Datei selbst gehen. Und dann kann man einfach mal Steuerung drücken und also Steuerung auf eurer Tastatur, deswegen sage ich es extra, weil ihr das nicht sehen könnt, wenn ich Steuerung drücke. Und wenn man dann über die Sachen drüber fährt, dann kriegt man hier immer so ein paar kleine Hints angezeigt. Dieses blau unterstrichelte, wie ein Hyperlink eben. Es ist auch tatsächlich ein Hyperlink, denn wenn ich jetzt draufklicke,
dann werde ich automatisch in die richtige Datei geleitet und die richtige Zeile wird sogar gehighlightet und jetzt kann ich das hier wieder ändern, wie ich möchte. Ähm, groß. So, und jetzt ändert sich auch dieser Text wieder. Das heißt, ihr könnt damit eure Ressourcen editieren. So, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr denselben Text mehrmals benutzen wollt, dann nehmt ihr einfach die Referenz, die ihr hier aus Strings habt. Also add string und dann, keine Ahnung, was haben wir? Zum Beispiel der App-Name. So, und jetzt steht hier Getting Started. Und das ist genau das, was hier drin steht. Ja, das Settings, das zeige ich euch dann wann anders, wie das da hinkommt und wo das überhaupt zu finden ist. Aktuell war es das eigentlich schon fast wieder von meiner Seite. Und wie gesagt, spielt ein bisschen mit den Einstellungen, die ihr hier am Rand habt, rum. Ähm, also eigentlich könnte man jetzt hier noch die Farbe von dem Ding ändern oder die ID vielleicht ändern. Die ID kann man direkt hier ändern. Das ist zwar auch eine Ressource, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ähm, ja, übrigens habe ich sie wieder zurückgeändert, weil, ja, ähm, die ID könnt ihr hier ändern, die steht in Plus ID, also in den IDs drin und die heißt aktuell TextView 2, halt nicht da, dahin wollte ich. Die kann man aber direkt hier ändern, also vielleicht einfach Large Textbox reinschreiben, damit es ein bisschen eindeutiger wird. Ich würde euch generell empfehlen, eure IDs immer so zu wählen, dass ihr wisst, was gemeint ist. Also dass ihr wirklich auch noch, wenn ihr den Code nach 2 Monaten anguckt, wisst, was gemeint ist. Denn hin und wieder verliert man mal kurz die Lust dran und dann ist es plötzlich unidentifizierbar, was ihr da gemacht habt. Ja, Text Color kann man hier schön ändern und zwar hier die Color einfach durchprobieren. Aber ich glaube, das habe ich euch auch schon gezeigt. Von dem her war es das jetzt von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.